Kaffeeseife selber sieden für die Küche. Das machen wir heute. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich bin Charlotte aus der Feinseiferei. Und heute habe ich euch ein schönes Projekt mitgebracht, nämlich eine Kaffeeseife, also eine Seife, die wir mit Kaffeepulver sieden für die Küche. Das ist heute tatsächlich das erste Mal, dass ich selber vor der Kamera sitze. Normalerweise stehe ich immer dahinter und ihr seht mir beim Sieden von oben in die Töpfe rein. Aber ich habe das Feedback bekommen, dass ihr mich auch gerne mal sehen wolltet, dass ihr wissen wollt, wer eigentlich hinter der Kamera steckt. Stimmt natürlich auch. Und es ist sehr viel persönlicher. Also bitteschön, da bin ich. Herzlich willkommen in der Feinseiferei. Jetzt erstmal wieder zurück zur Kaffeeseife. Die Frage ist natürlich, warum überhaupt Kaffee? Also was macht der Kaffee in der Seife? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Kaffee hat eine Wirkung, die gegen Gerüche hilft, und deswegen ist es natürlich in der Küche sehr, sehr praktisch, wenn ihr gerade Zwiebeln geschnitten habt oder Knoblauchhände habt, dann kann diese Seife oder der Kaffee, der in dieser Seife enthalten ist, gegen den Geruch auf den Händen helfen. Und um das Ganze noch ein bisschen zu unterstützen, haben wir nicht nur den Kaffee selber, also das seht ihr hier in der braunen Farbe, das ist der Kaffee, sondern auch das Pulver, also das Kaffeepulver, mit dem ich den Kaffee aufgebrüht habe, mit in dieser Seife drin, hier in der unteren Schicht. Dann hat man einen schönen Rubbel- und Peeling-Effekt beim Händewaschen und das hilft auch nochmal, um die Gerüche zu entfernen. Beduftet ist das Ganze mit einem Kaffeeduft, also mit einem Parfümöl, weil der Geruch von dem Kaffee selbst nicht wirklich durchkommt. Deswegen helfe ich da noch ein bisschen nach. Hier noch einmal ein Close-up von der jetzigen Seife. Das ist die letzte von meiner letzten Seifencharge und deswegen ist es also allerhöchste Zeit, da Nachschub zu sieden, weil diese Seife in meiner Küche eigentlich nie ausgehen darf. Und das Rezept für die Kaffeeseife habe ich aus diesem Buch Seife sieden von Petra Neumann. Ein großartiges Buch. Es ist eigentlich meine Seifenbibel, weil es neu ist, es ist aktuell und aber auch sehr, sehr gut beschrieben. Hat schöne Rezepte, eben dieses, unter anderem auch dieses Kaffeerezept, aber auch insgesamt im Intro-Teil hat es sehr, sehr viele Informationen auch zur Seifenchemie selber. Und zwar so, dass man es auch wirklich als Laie versteht. Und ich finde das auch relativ wichtig, denn das ganze Seifensieden ist ja ein Stück Chemie und es ist schon ganz gut, wenn wir wissen, was da eigentlich gerade passiert. Es gehört meines Erachtens mit dazu, zu wissen, was wir da eigentlich gerade tun, und macht das Ganze sehr viel interessanter und spannender. Und ja, wer schon mal Seife gesiedet hat, und das werden die meisten von euch wahrscheinlich, der kennt das, irgendwas läuft immer anders als geplant, und wenn wir uns ein bisschen mit der Chemie auskennen, kann man manchmal auch erraten, woran es gelegen hat. Den Link zum Buch setze ich euch unter dieses Video in die Videobeschreibung. Außerdem habe ich schon vor einiger Zeit auf meinem Blog dieses Buch mit 2 weiteren Büchern verglichen, und den Link zu diesem Blogbeitrag findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Also, so viel zu diesem Buch. Das Rezept, wie gesagt, habe ich hier draus. Ihr findet es da drin. Und eben, weil es ein fremdes Rezept ist, kann ich dieses Rezept jetzt nicht 1:1 mit euch teilen, aber ihr findet alles hier in diesem Buch. Bei meinen eigenen Rezepten ist es natürlich überhaupt kein Problem. In meinen bisherigen Videos habe ich euch die auch immer unten in der Infobox verlinkt, und da könnt ihr auch immer nachschauen, aber in diesem Falle eben nur ansatzweise. Genau, und als letztes zeige ich euch noch, was ich als Form für diese Seife verwenden werde. Das ist ein Dividor, wo wir also die einzelnen Seifenteile nachher schön aufgeteilt haben. Das ist der von Brambleberry, aber es gibt natürlich auch andere auf dem Markt. Ja, so viel zum Intro. Ich würde sagen, jetzt ran an die Seife und bis gleich. Hier sind schon meine fertigen Fette und Öle vorbereitet. Vorab hatte ich eines der flüssigen Öle angesetzt mit Kaffeepulver für ein paar Tage, damit es den Kaffeegeruch und das Aroma aufnimmt und noch weiter in der Seife verstärkt. Und jetzt kommt die Lauge hinzu. Für die Laugenflüssigkeit hatte ich einen sehr starken Kaffee gekocht. Bitte daran denken, dass ihr auch für so etwas destilliertes Wasser verwendet und eben sehr stark aufgekocht. Und dieser Kaffee oder diese Kaffeelauge, die jetzt hinzukommt, die füge ich hier ganz bewusst auch durch ein Sieb hinzu, nur um sicher zu gehen, dass hier keine Körnchen Natriumhydroxid durchrutschen, die sich vielleicht nicht hundertprozentig in der Lauge aufgelöst haben. Das ist gerade bei so dunklen Flüssigkeiten oder wenn sie trübe ist, nicht immer so gut zu erkennen.
Und deswegen würde ich das empfehlen, das auf jeden Fall zu machen. Ich mache es eigentlich immer, egal welche Laugenflüssigkeit ich verwende. Dann sind wir immer auf der sicheren Seite und können davon ausgehen, dass keine Körnchen von nicht aufgelöstem Natriumhydroxid in der Seife landen. Denn das ist das Letzte, was wir wollen. Und wenn die Lauge drin ist, dann können wir auch anfangen, das mit dem Stabmixer zu emulgieren und also schön reingehen und rühren und pürieren. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingseffekte, wenn man sieht, wie so langsam die Öle und die Lauge sich mischen. Und jetzt sieht man auch sehr schön, wie die Farbe sich so langsam ändert, wo also das jetzt zusammenkommt und emulgiert wird. Ich hatte einige Luftblasen drin, das liegt an dem Stabmixer, weil der keine Löcher hat in seinem Mixkopf. Den werde ich vielleicht bei Gelegenheit einmal austauschen. Andererseits, ja, es stört mich nicht unbedingt. Nachher kommen ein paar Luftblasen in der Seife vor, aber ja, wir wollen ja nachhaltig sein und der Stabmixer ist neu und dann möchte ich eigentlich nicht immer alles unbedingt austauschen, wenn es eigentlich noch bestens funktioniert. Vielleicht werde ich bei Gelegenheit mal stattdessen Löcher reinbohren, damit da die Luft durchrutschen kann, wenn man den Stabmixer in die Seife oder in den Seifenleim gibt. Wenn ihr dazu Tipps habt, dann gebt mir gerne Bescheid. Wenn ihr Luftblasen im Seifenleim habt, dann könnt ihr auch, so wie hier, noch einmal von Hand ruhig durchrühren. Dann lösen sich auch noch einige der Luftblasen auf. Den Seifenleim habe ich ganz bewusst nicht so lange püriert, damit er noch relativ flüssig bleibt, denn wir wollen ja noch eine Weile damit arbeiten und deswegen gieße ich ihn jetzt auch noch, wo er noch recht flüssig ist, in 2 weitere Formen ab. Also ich teile den Seifenleim für 3 Schichten durch 3, damit ich das später entsprechend gießen kann. An dieser Stelle ist mir aber ein Fehler passiert, beziehungsweise bei der Vorbereitung habe ich mich hier bei den Mengen total vertan und deswegen ist hier in diesen beiden Glascontainern viel zu wenig Seifenleim. Es sollte eigentlich jeweils 1/3 drin sein und ja, es hätte mir eigentlich an dieser Stelle schon auffallen können, dass es recht wenig ist. Aber ja, manchmal ist man mit Videodrehen und Seifen und allem gleichzeitig dann doch nicht ganz aufmerksam und das ist mir hier passiert. Aber es wird trotzdem eine schöne Seife, wie wir nachher sehen. Das hier ist die Schicht, die unten am Boden sein soll, also die Peeling-Schicht. Deswegen habe ich hier Kaffeepulver hinzugegeben, damit das schön rubbelt. Das mag ich sehr gerne. Und in den großen Container gebe ich jetzt Titandioxid. Das habe ich schon aufgelöst. Das kommt hier gleich noch mit rein und ich gebe das auch immer gerne mit dem Pürierstab rein, damit es sich besser auflöst. Und Achtung, hier haben wir wieder das Thema mit den Luftblasen. Dann versteht ihr vielleicht, was ich eingangs meinte. Und jetzt kommt Titandioxid herein, das ich schon angerührt habe mit Wasser, weil das ja die hellste Schicht werden soll und deswegen soll das eben ein bisschen aufgehellt werden. Da sehen wir auch wirklich, was die Farbe oder was das Kaffeepulver für die Farbe schon getan hat, denn wir haben sie ja noch gar nicht gefärbt, die Seife. Das ist das erste Mal, dass hier jetzt irgendetwas an Farbe oder Pigment dazu kommt. Ich habe festgestellt, dass der Teil Seifenleim, wo ich Titandioxid reingebe, meistens sehr viel schneller andickt als die anderen, wo vielleicht keiner drin ist. Und deswegen verrühre ich das jetzt noch gar nicht so stark, sondern nur so ein bisschen, um abzuschätzen, wie so der Braunton wird. Und richtig reinrühren würde ich es dann später noch. Und jetzt gehe ich zu den beiden anderen Schichten, die dunkel bleiben sollen. Und jetzt kommt der Clou, bitte darauf achten, jetzt kommt nämlich das Parfümöl. Viele Parfümöle, die Richtung Kaffee oder Gewürzduft gehen, färben die Seife braun. Also viele von denen sind nicht wirklich farbstabil, sondern führen eben dazu, dass die Seife sich dunkel verfärbt. Und das ist bei diesem Kaffeeöl auch der Fall. Stört uns nicht bei dieser Seife, denn die ist ja sowieso braun. Aber ich gebe sie ganz bewusst, und da seht ihr nochmal die Schichten und die Farben, ganz bewusst nur in die beiden Schichten, die dunkel bleiben, damit es mir meine schöne helle Schicht, die oben drauf kommen soll, die ich in dem großen Container habe, nicht dunkel färbt. Die soll schön cremig bleiben, so wie ein Kaffeelatte-Schaum. Also daran denken, viele dieser Öle verfärben euch die Seife dunkel. Und ich habe eben noch mal geguckt, mir war das gerade zu wenig Kaffeepulver. Ich habe noch mal geschaut, wie ich es in meiner ersten Seife drin hatte und habe noch Kaffeepulver hinzugegeben. Und ja, dann können wir gleich weitermachen mit den Schichten. So, und in die oberste Schicht hatte ich ja schon Titandioxid dazugegeben, noch nicht richtig einpüriert. Das mache ich jetzt und es war mir noch nicht hell genug, jetzt schon auf den ersten Blick. Und deswegen kommt jetzt noch etwas mehr von dem Titandioxid da rein. Und dann werde ich das nochmal mit dem Stabmixer richtig gut unterrühren.
So, und jetzt können wir auch endlich unseren Seifenleim in die Form bringen. Ich habe, wie gesagt, hier einen Dividor von Brambleberry im Einsatz und da fangen wir an mit der untersten Schicht. Das ist nämlich die Schicht, wo das Kaffeepulver drin ist. Und das darf jetzt direkt in einem Schwung in die Form. Und ich hatte es ja vorhin angesprochen, ich hatte mich vertan mit den Mengen am Anfang, als ich das dreigeteilt habe. Deswegen ist das jetzt eine relativ kleine Schicht und wie man sieht, kämpfe ich um jeden letzten Tropfen vom Seifenleim, damit wir wirklich alles reinkriegen, was ich davon vorbereitet habe für diese Schicht. Jetzt kommt die nächste Schicht, die etwas heller ist. Der Seifenleim ist noch relativ flüssig und deswegen lasse ich ihn jetzt hier über den Spatel reinlaufen, damit er mir nicht in die Schicht darunter zu tief eindringt. Ich möchte ja keine Drop Swirls haben in diesem Muster oder in dieser Seife, sondern eine Seife mit einem halbwegs geraden Schichtmuster. Ist jetzt nicht unbedingt meine Spezialität, das so ganz nach Lineal einzufüllen, aber ja, es war mir schon wichtig, dass wir diese Schichten beibehalten. Und auch hier hatte ich jetzt ja etwas zu wenig von dem Leim, deswegen habe ich auch hier wieder um den letzten Tropfen gekämpft. Und man sieht, es ist noch ziemlich flüssig, aber es ist alles gut in die Form gekommen. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Schicht. Das ist ja die Schicht, in der das Titandioxid drinnen ist. Und gleichzeitig hat ja der Seifenleim von dieser Schicht am längsten gestanden und auf seinen Einsatz gewartet. Sprich, der konnte jetzt schon ein bisschen andicken und ist fester als die anderen beiden. Und deswegen brauche ich hier jetzt gar nicht mehr den Spatel zum Einfüllen. Der ist dick genug, dass ich ihn so einfülle und dass er sich eben nicht nach unten hindurch drückt. Und ja, ich sehe jetzt auch natürlich, dass, weil in den anderen beiden Schichten verhältnismäßig wenig von dem Seifenleim war, ist das hier natürlich jetzt die Schicht, die am dicksten wird. Ich stelle mir das dann so vor, dass es im Querschnitt gesehen ein sehr cremiger Kaffeelatte mit sehr viel Milchschaum wird in dieser Seife. Als letztes klopfe ich die volle Form noch ein bisschen auf die Arbeitsfläche, damit die Luftblasen rausgehen. Ich siede meistens bei Nacht, beziehungsweise bin ich eine Nachteule, mache das meistens abends und wenn dann so eine Seife fertig in der Form ist, kann es schon mal etwas später sein. Und liebe Nachbarn, falls ihr das hier seht, ich bin euch sehr dankbar dafür, dass ihr euch noch nie beschwert habt. Dann können auch schon die Trennstäbe rein, damit wir unsere einzelnen Seifenstückchen bekommen. Es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber wenn man den Trick hat, dass man die ein bisschen zusammendrückt, die Stäbchen, dann fallen sie einem auch nicht auseinander. Das ist ja auch schon passiert, dass die dann sich lösen voneinander und in die Seife fallen. Ein bisschen festhalten und dann geht das sehr gut. Und dann haben wir auch unsere einzelnen Seifenstückchen und es fehlt nur noch die Deko. Ich habe ja vorhin schon die Oberfläche der Seife strukturiert mit dem Spatel und sehr viel mehr braucht es gar nicht mehr, denke ich. Es sieht ja schon so aus wie so eine schöne cremige Kaffeelatte-Oberfläche. Jetzt darf jeweils noch eine kleine Kaffeebohne oben in die Ecke und dann sind wir mit den Seifenstückchen auch schon fertig. So, da ist sie, die fertige Seife. Glänzt noch richtig schön mit dieser frischen Seifenoberfläche. Ich gebe noch schnell 2 Spritzer Alkohol drauf, damit sich keine zu große Sodaasche bildet. Und dann darf schon der Deckel drauf und die Seife darf jetzt isoliert werden. Ich habe das in diesem Fall für 24 Stunden gemacht. So, jetzt ist ein Tag vergangen. Die Seife hat einfach nur vor sich hingestanden in ihrer Form und durfte schön fest werden und hat auch gut gegelt über Nacht. Sie ist gut warm geworden. Das ist nun mal in dieser Holzform auch gar nicht schwer. Das ist so gut isoliert, dass es gar nicht viel mehr braucht. Und deswegen kann ich sie auch schon direkt nach 24 Stunden ausformen. Und das ist jetzt einer meiner Lieblingseffekte, weil sich das immer so richtig schön von dieser Silikonform löst. Und da muss man gar nicht viel machen. Das war's. Jetzt darf sie raus. Jetzt können wir die einzelnen Stücke aus der Form rauslösen. Je nach Rezept und auch je nachdem, wie fest die Seifenstückchen sind, ist es mal einfacher, mal schwieriger. In diesem Falle super, da flutschen die richtig einfach raus. Warum? Wir sehen es am Rand, da ist ein bisschen Öl ausgetreten. Also von den Fetten und Ölen hat sich etwas aus der Seife hinaus
begeben sozusagen. Das liegt daran, die Seife wurde in der Form offensichtlich recht warm, die hat sozusagen geschwitzt und das ist aber in dieser Menge nicht schlimm, wenn wir die Seifenstücke jetzt ein paar Tage stehen lassen, so wie ich es jetzt in meine Kiste stelle, luftig aufstellen, gar nicht groß abtupfen oder so, dann zieht das automatisch wieder in die Seifenstückchen rein. Ich habe aber auch aus diesem Grund nochmal Handschuhe angezogen, damit es nicht ganz so eine Sauerei wird. Wie gesagt, in diesem Maße ist es gar nicht schlimm, sondern erledigt sich in ein paar Tagen von ganz allein. Ich habe sie jetzt noch über 2 Tage stehen lassen und dann konnte ich sie auch schon, und das sehen wir gleich, nochmal verfeinern, sprich die Kanten noch ein bisschen mit dem Messer bearbeiten. So, und jetzt sind auch ein paar Tage vergangen und wie ihr seht, hat genau das sich ergeben, was ich gerade sagte. Das Öl oder dieser fettige Ansatz, der ausgetreten war, ist mittlerweile wieder komplett in die Seife reingezogen. Die ist ja noch mitten am Reifen. Die sollte jetzt ja auch insgesamt mindestens 4 Wochen noch reifen dürfen, bevor wir sie benutzen. Und damit hat sich dieses Problem erledigt. Es ist alles, und das habe ich ja ganz am Anfang des Videos gesagt, ein Stückchen Chemie gewesen. Und das fand ich jetzt auch ganz interessant zu beobachten. Hat sich von allein erledigt und wir wussten aber trotzdem, was da passiert ist. Hier sieht man nochmal ganz schön die Schichten. Gefällt mir richtig gut, wie sie geworden ist. Ich werde jetzt noch mit dem Messer ein bisschen die Kanten brechen, dass sie angenehmer ist beim Händewaschen. Und dann haben wir eine richtig feine Küchenseife bekommen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Ideen und Anregungen habt. Das lese ich immer sehr gerne von euch und freue mich drüber. Und vielleicht auch, was bei euch schon mal schief gegangen ist beim Sieden und wie es dann trotzdem noch eine schöne Seife wurde. Ich finde, das ist immer das Wichtigste. Und dann freue ich mich aufs nächste Video mit euch.